Ja, grüß dich, hallo. Schön, Hallo dass du mich Papa. besuchst. Hi. Bist du schon wieder am Ofen bauen? Ja, hier ein schöner Kachelofen, ein schöner Heizkamin mit viel Schamotte. Und was ist das hier für ein Stein? Das ist der Schamottstein. Das ist ein HBO Plus Schamottstein. Wieso heißt der so komisch? HBO Plus steht für Holzbrandofen. Und das Plus dahinter steht nochmal für besonders gute Verarbeitung. Wieso ist dieser Stein so rot und der bei uns im Garten beim Lagerfeuerplatz, den du gebaut hast, gelb? Ja, da gibt es verschiedene Qualitäten von der Schamotte. Und die gelbe, die bei uns in der Lagerfeuerstelle ist, das ist die WKS-Schamotte. Und die ist ein bisschen besser dafür geeignet, dass sie im Außenbereich ist, weil sie ein bisschen frostbeständiger ist. Aber komm mal mit, ich zeig dir das. Jetzt erklär mir das mal mit den Steinen. Gerne. Wir haben hier die zwei verschiedenen Qualitäten. Das ist einmal der WKS-Stein. WKS steht für Wolfsöhr Kachelofenschamotte. Und hier haben wir den HBO Plus Stein. Die unterschiedliche Farbe bei beiden, die ergibt sich aus dem Ton, der dafür verwendet wird. Da wird ja der Ton abgebaut und dementsprechend aus welchem Gebiet der kommt, gibt es hier die zwei verschiedenen Farben. Und wieso ist der jetzt hier rauer und der hier ist glatter? Das hat wiederum was zu tun, wie er gefertigt wird, also wie er hergestellt wird. Der Stein wird aus dem Mundstück gezogen und wird mit Draht an der Stelle geschnitten. Und immer wenn mit Draht geschnitten wird, ergibt es die raue Oberfläche. Und bei dem ist es so, der kommt jetzt so aus der Maschine raus, musst du dir vorstellen, und der wird hier mit dem Draht geschnitten. Und so ergeben sich die glatten Seiten vom Mundstück und die rauen durch den Drahtschnitt. Hier haben wir jetzt den WKS-Stein und hier haben wir den HBO Plus Stein. Und jetzt darfst du mal schauen, ob einer von beiden schwerer ist. Oh, sind die schwer. Aber einen Unterschied merke ich nicht. Hast richtig erkannt. Sind beide also wirklich gleich schwer. Man sagt, die haben eine Rohdichte von 1,9 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Wenn ich einen Ofen baue, kann ich dann mir aussuchen, welchen Stein ich nehme? Eigentlich schon, ja. Der große Unterschied zwischen dem HBO Plus und dem WKS liegt eigentlich, WKS ist ein bisschen frostbeständiger. Das heißt, möchtest du eher im Außenbereich was machen, würde ich dir eher den empfehlen. Und wenn du sehr viel schneiden musst an deinem Ofen, da würde ich fast eher die HBO Plus Schamotte empfehlen, weil sich die nochmal einen Ticken leichter schneiden lässt. Was? Die Steine kann man auch schneiden? Ja, soll ich es mir zeigen? Mit den Steinen baut man dann auch Backöfen, oder? Richtig. Mit den Schamottsteinen kann man eben sowohl den Feuerraum bauen, man kann diese Außenverkleidung von den Kaminen oder Kachelöfen bauen, man kann gemauerte Züge damit machen oder wie du eben schon gesagt hast, auch Backöfen, weil die sind auch lebensmittelechte Steine. Das kennst du ja vielleicht, oder? Den haben wir auch bei uns im Ofen. Genau. Und darauf können wir immer die lecker Pizza machen, gell? Das Besondere an der Schamotte, die ist eben lebensmittelecht und eben ganz natürliches Material. Und wie ich sehe, es gibt ja auch die in verschiedenen Größen. Ja, hast du richtig erkannt. Es gibt hier sehr große Platten. Unsere größten Platten, die wir haben, die sind 75 auf 50 cm groß und haben eine Stärke von 3 cm. Und dann gibt es aber auch kleinere Formate und da nimmt der Ofenbauer je nachdem, was er lieber möchte und je nachdem, wie die Form von Ofen ist, passt er sich das dann an. Kann man einen Ofen auch mit normalen Ziegelsteinen bauen? Man könnte ihn auf jeden Fall bauen, aber er wäre nie so haltbar und so stabil, als wie wenn ich den mit Schamottsteinen baue. Die Schamottsteine sind extrem feuerbeständig, die zum Beispiel bis 1200 Grad. So viel. So viel. Und so hohe Temperaturen bekommen wir eigentlich bei unserem normalen Ofen gar nicht hin. Also du hast heute gesehen, HBO Plus Schamotte und WKS Schamotte, so groß ist der Unterschied gar nicht zwischen den beiden. Cool. Heute habe ich was gelernt, das meine Freundinnen bestimmt noch nicht gelernt haben.
Das auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß heute noch heute Nachmittag und ich baue jetzt den Ofen weiter. Tschüss. Ciao!